Dass Laufen gesund ist, weiß eigentlich jeder. Durch regelmäßiges Laufen wird das Abnehmen unterstützt, Stress abgebaut, die Herz-Kreislauf-Leistung verbessert, Muskeln gekräftigt und vieles mehr. Es gibt unzählige Gründe, mit dem Joggen anzufangen. Aber was sind die größten Vorteile, wenn du regelmäßig laufen gehst? Welche Auswirkungen haben regelmäßige Sporteinheiten Joggen auf den Körper und Geist? Und kann es irgendwann auch zu viel sein? Diese und weitere Fragen zum Thema Laufen und Gesundheit erkläre ich dir in diesem Video. In den Kommentaren wurde ich gefragt, ob ich ein Video zu genau diesem Thema machen kann. Hier ist es. Ein kleiner Spoiler vorweg, du wirst erstaunt sein. Ich wünsche dir viel Spaß. Effekt Nummer 1. Laufen stärkt das Immunsystem. Ausdauersportler sind erwiesenermaßen weniger krank als Nichtsportler. Aber wie kommt das? Beim Laufen werden die Immunkörper gereizt, sodass sie mehr Abwehrzellen bilden. Diese schwimmen im Blut und kämpfen gegen Eindringlinge wie Viren und Bakterien. Das steigert die Abwehrkräfte deutlich. Gleichzeitig wird durch den Ausdauersport das Herz-Kreislauf-System trainiert. Ein funktionierendes Herz-Kreislauf-System und ein gesundes Herz unterstützen ein gesundes Immunsystem und damit die menschlichen Abwehrkräfte. Erst seit den 90er Jahren wurden Joggen und das Laufengehen auch hier in Deutschland ein Volkssport. In den Jahrzehnten zuvor waren Sportler, die in Trainingsanzügen über Stock und Stein liefen, nur sehr selten anzutreffen. Dies hat sich mittlerweile geändert. Zum Glück. Aus einer Umfrage der aktuellen Zeit geht hervor, dass ca. 29% aller Erwachsenen regelmäßig joggen gehen. Effekt Nummer 2. Laufen hält jung. Joggen regt den Stoffwechselkreislauf an und das hält die menschlichen Zellen jung. Die wiederholte Sportausübung kann das biologische Alter um bis zu 15 Jahre reduzieren. Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover fanden in einer Studie heraus, dass Joggen die Lebenserwartung um ganze 3 Jahre erhöhen kann. Weiterhin schützt Joggen vor Erkrankungen, welche für ein vorzeitiges Ableben sorgen könnten. Laufen ist damit zwar kein Jungbrunnen, kann aber ein wesentlicher Bestandteil sein, gesund zu altern. Für wen eignet sich Joggen? Grundsätzlich ist Joggen für jeden gesund, der nicht schwer krank oder stark übergewichtig ist. Besonders im fortlaufenden Alter ist das Laufen zu empfehlen, da Joggen Bluthochdruck entgegenwirken und sogar verhindern kann. Außerdem fördert es die Immunstärke und wirkt psychischen Krankheiten entgegen. Es fördert die körperliche Leistungsfähigkeit und beugt Demenz vor. Gerade Menschen im fortgeschrittenen Alter leiden aus rein biologischen Gründen häufig unter einem geschwächten Immunsystem und sind daher anfälliger für psychische Erkrankungen. Effekt Nummer 3. Laufen stärkt die Lunge. Beim Joggen benötigst du viel Sauerstoff, um deine Muskeln mit ausreichender Energie zu versorgen. Je schneller du läufst, umso mehr Sauerstoff benötigst du. Die Atmung beim Sport wird unterbewusst gesteuert und immer so angepasst, dass du genug Sauerstoff aufnimmst. Als Folge des Joggens passt sich das Atmungssystem an die wiederkehrenden Belastungen an. Es kommt zu einer Erhöhung vom Atemvolumen, was du innerhalb einer Minute einatmen kannst. Außerdem wird die Sauerstoffaufnahme bei gleichbleibender Luftmenge erhöht. Die Lunge ist ein wichtiger Bestandteil unseres Körpers und ist unersetzlich. Eine gesunde Lunge beugt Lungenkrankheiten vor und verbessert den Verlauf von Infektionskrankheiten. Nummer 4. Laufen hilft beim Abnehmen. Laufen ist eine der effektivsten Sportübungen überhaupt, die man machen kann, um Kalorien zu verbrennen. Beim Abnehmen dreht sich alles um einen Punkt. Nehme weniger Kalorien auf, als was du verbrauchst. Beim Joggen verbraucht der Körper Energie, welche wiederum durch Kalorien aufgenommen werden. Das Laufen hilft dir also, ein Kaloriendefizit zu haben. Damit nimmst du ab. Wie oft man für einen idealen positiven Effekt in der Woche laufen sollte, hängt ganz von deinem persönlichen Fitnesslevel und Zielen ab. Als gesundheitlich optimal sind Laufzeiten von 1 bis 2,5 Stunden in der Woche drin. Aufgeteilt auf bis zu 3 Laufeinheiten in der Woche mit ausreichenden Pausen zwischen den Einheiten. Auch die ideale Länge der Strecke hängt von deinem persönlichen Fitnessstand ab. Wichtig ist, nicht zu übertreiben. Läufst du mehr als 90 Kilometer pro Woche, kann Ausdauersport deine Gesundheit im negativen Sinn beeinflussen. Der Open-Window-Effekt führt nach langen und intensiven Lauftrainings zu einer kurzfristigen Schwächung des Immunsystems. In dieser Zeit ist der Körper besonders empfänglich für Bakterien und Viren. Beim Laufen gilt also, vermeide Extrembelastung.
Effekt Nummer 5. Laufen macht glücklich. Egal wie blöd dein Tag war, egal was dich beschäftigt oder bedrückt, nach dem Laufen fühlst du dich gut und glücklich. Hintergrund ist, dass beim Laufen Glückshormone, genau gesagt Endorphin und Serotonin, ausgeschüttet wird. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Laufen sogar gegen Depression und Angstzustände helfen kann. Das tolle Gefühl nach dem Laufen wird in der Sportwissenschaft als Runners High bezeichnet. Am stärksten tritt dieser Effekt auf, wenn du an deiner Leistungsgrenze läufst. Nicht nur der Zustand nach dem Laufen macht glücklich. Es ist auch das Gefühl, einen Trainingsfortschritt gemacht zu haben. Weiterhin kannst du stolz auf dich sein, wenn du trotz schlechtem Wetter oder Kälte den inneren Schweinehund überwunden hast. Es verbessert also auch das körperliche Wohlbefinden im Allgemeinen. Und wenn du bis zu diesem Punkt immer noch nicht losgejoggt bist, erkläre ich dir den nächsten Punkt. Effekt Nummer 6. Laufen macht klug. Wie soll die körperliche Tüchtigung denn klug machen? Es sind Unebenheiten im Wald, wie Wurzeln, die Bordsteinkante in der Stadt, eine orangene Ampel, die du im kurzen Sprint überwindest. Laufen fordert kognitive Fähigkeiten wie vorausschauendes Handeln, Motorik und Multitasking. Das Abschätzen, wie weit man in welchem Tempo laufen kann, und die ständige Überprüfung, wie fühle ich mich in jedem Moment, fördert die Hirnleistung. Zudem lernst du deinen Körper ganz bewusst wahrzunehmen. Effekt Nummer 7. Laufen fördert einen gesunden Schlaf. In einer Studie wurden 2600 Personen im Alter zwischen 18 und 85 Jahren untersucht. Ein Teil dieser Gruppe war mindestens 2,5 Stunden pro Woche sportlich aktiv. Ein großer Anteil war Joggen. Der zweite Teil war nicht sportlich aktiv. Die Gruppe der Sportler gab im Vergleich zu den Nichtsportlern an, um 65% besser zu schlafen. Auch wenn das Laufen den gesunden Schlaf fördern soll, vermeide Laufeinheiten direkt vor dem Zubettgehen. Direkt nach der Einheit werden Hormone ausgeschüttet, die den Körper wach machen. Es bietet sich also an, gerade morgens nach dem Aufstehen laufen zu gehen. So kannst du ideal von dem natürlichen Wachmacher-Effekt profitieren. Tausche doch gerne mal die Zeit an der Kaffeemaschine mit einer Joggingrunde. Der Effekt wird das gleiche sein. Effekt Nummer 8. Stärke deine Knochen und Gelenke. Im Alter leidet der menschliche Körper natürlicherweise unter Muskel- und Knochenschwund. Da passt es doch gut, dass gerade das Laufen diese Effekte entgegenwirkt. Wenn du es mit dem Laufen nicht übertreibst und keinen Extremsport machst, wird durch das regelmäßige Laufen deine Gelenkschmiere dünnflüssiger und deine Knorpel können besser mit Nährstoffen versorgt werden. Außerdem trainierst du deine Muskeln, die wiederum im Alltag deine Knochen und Gelenke entlasten. Kommen wir zum letzten Punkt. Punkt Nummer 9. Laufen fördert die Verdauung und beugt Verstopfungen vor. Beim Laufen wird dein Darmtrakt besser durchblutet. Außerdem können durch die Laufbewegungen Verstopfungen im Darm gelöst werden. Beides sorgt für eine verbesserte Verdauung. Sehr gut, da ca. 30-60% der Deutschen öfters an Verstopfungen leiden. Kommen wir zum Fazit. Das Laufen hat etliche positive Eigenschaften auf den Körper. Laufen ist gesund, macht glücklich und beugt Krankheiten vor. Übertreibe es nicht, trinke ausreichend und dir steht der Weg zu einem glücklichen Körper nichts mehr im Wege. Falls Laufen einfach nicht deine Sportart ist oder du mal etwas anderes ausprobieren möchtest, kann ich dir mein 5-minütiges Mitmach-Workout für die tägliche Routine empfehlen. Du brauchst dafür keine Geräte und nur 5 Minuten Zeit. Klicke dafür gerne auf das links eingeblendete Video. Ich hoffe, dass sich das regelmäßige Laufen mit all den tollen positiven Effekten zu deinem persönlichen Körperglück verhilft. Keine Ausreden mehr, jetzt ist die Zeit, um anzufangen. Körperglück. Finde dein Körperglück.